Genau. Ja, also der Film ist ja hier auf gute Resonanz gestoßen. Das freut mich sehr, weil das war, wie gesagt, meine Entscheidung, dass wir diesen Film auswählen, eben weil ich gesagt habe, ja, das ist ein Film mit einem, würde ich sagen, versöhnlichen Ende, wo man nicht rausgeht und denkt, oh je, die Welt ist so schrecklich. Das ist sie natürlich trotzdem, aber wir versuchen, was zu ändern. Deswegen sind wir heute Abend hier. Jetzt habe ich vorher noch eine Sache vergessen zu sagen. Wir haben da hinten einen Tisch, den sehe ich gerade von hier aus, sieht der wahnsinnig voll aus mit lauter Informationsmaterial. Wir haben da Broschüren und Sticker und Bierdeckel als Gimmicks, die Sie gerne mitnehmen und in alle Welt raustragen können. Auch von unserem Sponsor Interaktiv sind ein paar Flyer dabei. Und wir haben auch einige Bücher ausgewählt, ein bisschen Literatur, das können Sie sich anschauen. Da habe ich jetzt nichts zum Verkaufen, aber Ansichtsexemplare. Und wir haben dieses Jahr endlich T-Shirts und Baumwolltaschen mit unserem Logo und diesen Kindern, die die Schilder hochhalten, lasst uns so, wie wir sind. Die können Sie hier käuflich erwerben. Also wir verdienen da nichts dran, da sind wir selber in Vorleistung gegangen, einfach nur, weil wir dachten, das ist eine schöne Sache. Und Sie können hier ein T-Shirt für 15 € oder eine Tasche für 10 € erwerben. Machen Sie das gerne, also wenn Sie vorhaben, das rumzutragen. Gut, ja, dann darf ich jetzt hier die Gäste auf dem Podium begrüßen. Die Besetzung ist jetzt ein bisschen anders als angekündigt. Beryl Magoko, die diesen wundervollen Film gemacht hat, wollte ja eigentlich heute Abend persönlich hier sein. Leider ist sie jetzt aus gesundheitlichen Gründen verhindert. Aber wir haben einen absolut adäquaten Ersatz, nämlich Nancy ist bei uns. Sie war selbst im Film zu sehen. Ich glaube, am Anfang, at the beginning, in the first, you had short hair, right? Okay. Yeah, that was Ja, me. Yes. genau. Sie hatte da so die kürzeren Haare am Anfang, deswegen haben sie auch nicht sofort erkannt, habe gedacht, ja, das ist sie, weil wir kennen uns auch erst seit heute. Also herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, dass du so spontan eingesprungen bist. Thank you. Vielen Dank. Ja, und es wird jetzt vielleicht ein bisschen holprig, weil Nancy kann noch nicht so gut Deutsch und mein Englisch ist auch nicht das Beste. Wenn ich was falsch mache, falsch übersetze, rufen Sie bitte rein, haben Sie keine Scheu. Ich kann total damit umgehen. Ja, dann habe ich jetzt zu meiner Linken Mohamed Saouche, weil ich ja eben versprochen habe, wir haben hier eine Veranstaltung, zwar mit dem Schwerpunkt FGM, weil wir den Film dazu gezeigt haben, wir sprechen aber über genitale Selbstbestimmung aller kann man nicht sagen, aber unterschiedlicher Geschlechter. Und Mo wird uns einen Einblick geben in das Thema Vorhaut-Restoring bei Männern. Da ist er der absolute Experte, der selbst eigene Geräte entwickelt. Dazu dann gleich mehr. Und Lilith Rasa, auch eine ganz besondere Persönlichkeit. Vielleicht hat der eine oder die andere von Ihnen schon was im humanistischen Pressedienst über sie gelesen. Sie war letztes Jahr auch schon auf dem WW Doga in Köln. Also nein, da hatten wir kein Live, da war ja Pandemie. Da waren wir im Internet und ist dort aufgetreten, damals für die säkulare Flüchtlingshilfe. Und ich darf sagen, es ist kein Geheimnis. Also Lilith kommt ursprünglich aus Pakistan und lebt inzwischen als Frau, also kam als Junge kann ich weiß immer nicht, wie man das richtig sagt. Also als Junge in Pakistan, jetzt inzwischen als Frau in Deutschland. Genau. Und so, ja, ich versuche das korrekt auszudrücken. Das heißt dann auch Transfrau, habe ich mir erklären lassen. Trans ist ein Adjektiv mit Sternchen. Genau. Transfrau. Ich habe jetzt Glück, dass ich das hier nur sagen muss, aber ich habe es im Skript dann richtig geschrieben, weil ich wurde da auch verbessert. Das ist gar nicht so einfach, aber ich gebe mir größte Mühe. Und genau, dann werden wir über deinen Weg auch noch kurz sprechen. Und ich habe mir das jetzt so überlegt, ich gehe jetzt hier der Reihe nach durch und mache mal eine quasi kurze Vorstellung, um was es jeweils geht. Ich habe mir ein paar Fragen überlegt, wie ich hoffe, Ihnen gute Informationen geben. Und danach machen wir dann auch auf, wenn Sie Fragen aus dem Publikum haben an jemanden, können Sie das gerne machen. Und noch kurz zur Erklärung. Das ist mit dem Wording immer nicht ganz so einfach bei der genitalen Selbstbestimmung. Die einen sprechen von Verstümmelung, die anderen von Beschneidung. Ich habe mich jetzt vorhin spontan entschieden, ich werde jetzt die englischen Abkürzungsbegriffe verwenden, die beides unter einen Hut packen praktisch. Das heißt dann FGMC, also Female Genital Mutilation /Cutting oder MGMC, Male Genital Mutilation /Cutting. Und dann hoffe ich, dass jetzt keiner verwirrt ist und jeder versteht, was ich meine. Gut, dann fange ich jetzt an. Nancy, du bist jetzt hier, also anstelle von Beryl. Und also mit der Grund, weshalb ich gesagt habe, ich möchte diesen Film unbedingt an diesem Tag zeigen,
ich habe in diesem Film sehr oft den Ausdruck von Frauen gehört, dass sie sagen, das ist etwas, was man für sich selbst macht. Ich habe mich selbst dafür entschieden und das fand ich wahnsinnig inspirierend. Und die Forderung, die am 7. Mai im Vordergrund steht, ist ja nun eigentlich die genitale Selbstbestimmung im Sinne, lasst die Kinder so, wie sie sind und so aufwachsen, tut ihnen nichts an. Und das wäre also der erste Schritt. Die Selbstbestimmung im Sinne von, wir lassen erstmal alles, wie es ist. Aber eine solche OP, die dann gemacht wird, würdest du sagen, dass das auch eine Art oder ein Akt von genitaler Selbstbestimmung ist? So it's definitely self-empowerment. And it's not only self-empowerment, but also community empowerment. You know, in many African societies, it's a taboo. We don't talk about these things at all. So having to do this film, it broke that ice. Also I will try to translate. Sorry. It's okay. Oder versteht jeder oder soll ich nochmal übersetzen? Wer übersetzt haben möchte, bitte jetzt aufzeigen. Okay, they don't need translation, so you can go on. Okay. So it took guts and strength and just for Beryl to do this film, because most of us, we only talk among ourselves. Like I would discuss this kind of topic with my friends in the back, but we don't talk about it. We don't even mention genital, sex, all these things. And for Beryl to go out there and do this film, this brought empowerment to us. It makes me think like, this is something I should do with my mom. I have never discussed ever since they had to force me go through the FGM. This is something we never talked about. But after this film, I feel like I'm making steps. Not yet there, but many of us are making steps to communicate and to understand and to get over this trauma and to of course, advocate for change. And the other thing is that, the good thing is that it's ending with our parents' generation. My generation, this is something I would never do to my own kids, but unfortunately it's not so easy to reach out to our parents' generation. Maybe many will listen, we don't know because we don't communicate, or we are just hoping that it will die, but this is the beginning, and this is so empowering. So you would say not only the surgery, the operation the women do, but also making a film, to give it a form and let's say to close it, or to have something to show other people. Exactly. My communication with my mom, because we still cannot talk about this, is I will show her the film first to break that ice, and then maybe ask, so what did you think? So can we, and then talk about it. So maybe this is the correct way, because it's not easy to just sit down your parent, okay, can we discuss, how do you, they would switch the topic or maybe even walk away. So this film obviously is so empowering and helping us to break that ice. Definitely. It makes it easier to communicate. Okay. Yes. So making a film can be a way for genital autonomy, for Selbstbestimmung. Genau. Okay. Yeah. Okay, thank you. So, Lilith. Yes. Yes. Okay. Nein, jetzt Auf Deutsch. Deutsch, bitte. Genau. Also ich kenne dich ja jetzt vom letzten Jahr, wo du eben erzählt hast, also dass du diese Angleichungs-OP in Deutschland gemacht hast. Und das war jetzt mein Gedanke, das ist jetzt die genitale Selbstbestimmung. Also ich sage, ich tue jetzt eben auch was wieder für mich selbst, wo ich entschieden habe, etwas zu ändern. Und obwohl du wusstest, dass es nicht einfach wird, wegen der MGMC als Junge, dass da praktisch Material gefehlt hat durch die Vorhautentfernung, hast du trotzdem gesagt, du machst es. Würdest du das dann auch als Selbstermächtigung, also Handeln hin zu genitaler Selbstbestimmung, so wie ich es interpretiert habe, sagen? Oder vielleicht noch drastischer, war gerade diese OP dann, oder diesen Schritt zu tun, auch als Frau zu leben, eine Gelegenheit, sich die Selbstbestimmung zurückzuholen? Ich glaube, es ist eher so, die Selbstbestimmung zurückzuholen. Weil in meinem Fall, ich war auch so 4, 5 Jahre alt. Und das würde ich sagen, das war eine Art von Gewalt, die an meinem Körper geübt wurde von meinen eigenen Verwandten. Also als Kind, das ist dann, sage ich immer, der erste Betrug. Die Menschen, die sind da für dich
zu schützen und zu unterstützen und dir zu helfen. Und die sollen eigentlich ein klein Wesen diese Sicherheit anbieten. Ja, du kannst bei mir sicher sein. Und dann kommen die gleichen Leute zu dir an einem Tag. Es gibt eine große Feier. Man schlachtet auch, wie wir im Film gesehen haben, so ein paar Ziege oder vielleicht Kühe, was auch immer, um das zu feiern. Ja, heute werden wir unser Kind verstimmeln, beschneiden. Und das war ohne Betäubung, gar nichts. Und das wurde auch von einem ganz alten Mann gemacht. Und ich erinnere mich immer noch daran, ich habe ihn ins Gesicht eigentlich auch geschlagen mit meinem kleinen Fuß. Ähm, und danach war ich mehrere Monate lang auch krank, würde ich sagen. Ich erlitt unter diese Schmerzen sehr lange und ich wollte mit niemandem danach reden. Auch wenn es irgendwas mit mir passieren würde draußen, ich habe niemals mit meinen Eltern darüber geredet, was mit mir passiert ist, weil ich habe sie nie wieder vertraut. Also, du hast diese Betrug mit dem Kind gemacht und dieses Kind hat jetzt kein Vertrauen mehr an dich. Punkt. So ist es. Und deswegen viele empfehlen das auch, lasst das an die Kinder machen, wenn sie das überhaupt nicht berücksichtigen können und das auch nicht vielleicht registern. Ja. Die haben keine Ahnung. Die Aber Idee, zurück zu... je jünger, desto besser. Und Ja. weil man auch früher wusste man auch zum Beispiel nicht, dass Säuglinge ja auch ein Schmerzempfinden haben. Das Ach bitte. war ja, naja, das war bis in die 80er medizinisch nicht erwiesen. Aber ja, du sagst, ich verstehe, es ist eigentlich unlogisch. Warum soll ein kleiner Mensch weniger Schmerzen empfinden als ein großer? Ich gehe davon Problem. aus, dass du als kleiner Mensch empfindet eher mehr Schmerzen, weil deine Nerven, die sind ganz jung und fein und klein. ja. Und da ist es eher mehr auch Emotionen verbunden. Aber zurück zu deiner Frage. Ja. Das ist eine Selbstbestimmung, das habe ich zurückgeholt durch meine Angleichung-OP hier in Deutschland und als Frau. Aber dazu gibt es noch eine andere Sache. Als Junge konnte ich darüber niemals reden. Dürfte ich nicht. Weil Männer dürfen kein Schmerzen zeigen. Ihnen tut es nicht weh. Wir haben sogar einen Film in den 80ern gemacht. Männer tut es nicht weh. So ist der Titel. Naja, gut. Es tut immer weh, egal ob Mann oder Frau. Und eine ganz kleine Sache, obwohl ich wusste, dass bei mir fehlen so viele Nerven, bei mir fehlen so viel Material auch, habe ich dennoch diese Entscheidung getroffen und ich würde das nochmal treffen, diese Entscheidung, wenn es mir wegen die Gelegenheit gegeben würde. Aber als Frau jetzt kann ich darüber reden. Jetzt kann ich darüber reden, jetzt kann ich auch zeigen, okay, ich bin verletzlich und ich wurde damals auch verletzt. Aber es war ganz anders und diese Sozialisierung als Mann und als Frau ist es ein ganz andere Thema. Dafür brauchen wir vielleicht eine andere Podiumdiskussion. Aber du nimmst meine nächste Frage schon vorweg, weil das hat mich auch wahnsinnig interessiert. Du hast nämlich dann im letzten Jahr auch gesagt, ja, als dass man eben von Jungs erwartet, dass sie nicht weinen, dass sie immer stark sein müssen und deswegen bei der MGMC, also jetzt aus unserer westlichen Perspektive, sage ich jetzt bewusst, diesen Unterschied macht und sagt, da darf man nicht weinen, das ist was anderes, weil Jungs eben stark sind. Und genau das war nämlich auch meine nächste Frage. Seit du als Frau dann offiziell lebst, nicht nur, dass du hast selbst gesagt, du nimmst es jetzt anders wahr, dass man darüber sprechen kann. Wirst du von der Gesellschaft, von deinem Umfeld dann auch anders wahrgenommen? Bekommt man als Frau tatsächlich mehr Empathie als Mann? Das Ja. kannst du uns jetzt so direkt so im Ja, Vergleich sagen? ja. Als Frau bekommst du mehr Empathie, weil du bist dann schwacher als der Mann. Du brauchst Schutz. Du bist wieder
eine Stufe runter als der Mann. Und das finde ich manchmal wirklich komisch. Ich bin die gleiche Person. Es ist Ja. nur, dass ich habe mich jetzt Angleichung machen lassen. Und ja, Mann zu leben, Frau zu leben, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber die Wahrnehmung von der Gesellschaft ist sie kann darüber reden, sie ist eine Frau. Und jetzt mal, das fällt mir jetzt spontan ein, jetzt bei Menschen, die dich früher kannten und danach praktisch auch, obwohl sie müssten ja wirklich direkt sehen, du bist dieselbe Person und trotzdem gehen sie plötzlich anders mit dir um? Sehr anders. Wow. Sehr anders. Okay. Die Wahrnehmung ändert alles. Wow, oh, gut. Okay. Dann jetzt noch eine Frage und zwar, das fand ich auch beeindruckend, dass du letztes Jahr eben sagtest, du hast es das erste Mal darüber gesprochen und tust das auch weiterhin und soweit ich weiß, bist du also eine der ersten, vielleicht auch eine von ganz wenigen oder vielleicht sogar die einzige. Was ist so deine Motivation, da voranzugehen? Also willst du andere ermutigen, das auch zu machen und darüber zu sprechen? Also ist das auch ein Teil der Selbstbestimmung? Ja, Selbstbestimmung und Selbstermächtigung, beides gleichzeitig. Weil, wie gesagt, weil viele Transfrauen, alle Transfrauen wurden als Männer erzogen. Das ist so. Und dann viele von denen wurden auch beschnitten und dann wurde es von denen erwartet, okay, nach der Angleichung, sie sollen vielleicht nicht darüber mehr reden. Und auch die Konsequenzen, die wir dadurch tragen müssten und müssen, das kennt ja keiner. Das kennt keiner. Das kenne ich selber auch nicht. Was habe ich verloren, weiß ich ja nicht. Aber ich habe was verloren. Ich weiß, dass es gibt viele Nervenbündel am Vorhaut und das macht wahnsinnig einen Unterschied, wenn man Sexualleben erlebt. Und das auf einmal wegzunehmen von einer Person als Kind, als ganz junge Person, das finde ich nicht in Ordnung. Und deswegen mache ich das weiter. Ich will auch darüber weiterreden und vielleicht irgendwann mache ich auch einen Film darüber mit anderen Transfrauen zusammen. Das ist es wichtig, dass wir die Hände von unseren Kindern weglassen. Egal welche. Weil die Kinder, auch wenn der Gott das gebaut hat, die letzte Sache, dann hat er das alles richtig gut gemacht. Ne? Vorhaut bräuchte man, deswegen hat der Gott dies auch gegeben. Sonst hätte er das wegnehmen können, oder? Der Gott ist nicht dumm. Ich würde es hoffen. Also ich selbst bin mir nicht sicher, ob es Gott gibt, aber ich würde hoffen, dass wenn es ihn gibt, dass er nicht dumm ist. Ja, ich meine das auch. Ich bin auch Atheistin, Ex-Muslim. Aber ich denke mir immer, wenn die Leute sagen, nein, das ist vom Gott, der hat uns gesagt, lass uns das mit unseren Kindern machen, weibliche, sowieso auch männliche Kinder, dann denke ich mir auch, warum hat er das alles gegeben? Ja. Er hätte vorab alles wegnehmen können, sagen, hier bitte, ohne Vorhaut, ohne Klitoris, hier sind die Frauen, hier sind die Männer. Ja, ganz genau. Also die Natur hat sich da schon was bei gedacht, würde ich absolut zustimmen. Genau. Und jetzt, genau wo du da so schön angefangen hast, finde ich, ist es für mich jetzt eine herrliche Überleitung. Also Männer, Frauen, Jungen, Mädchen und der Blick auf andere Kulturen, weil das fällt mir in dieser Debatte immer wieder auf oder auch die letzten Wochen habe ich sehr viel darüber nachgedacht. Es ist ja jetzt schon sehr ungewöhnlich oder vielleicht auch das erste Mal, dass wir jetzt hier über genitale Selbstbestimmung unterschiedlicher Geschlechter auf einmal sprechen. Das ist sonst immer sehr separiert voneinander. Und in dem Film waren natürlich die Frauen die Protagonistinnen, klar, da ging es um FGMC, das war der Schwerpunkt. Und das ist aber, wenn wir das jetzt sehen, aus unserer Kultur immer der Blick auf eine Kultur, die uns fremd ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht, das ist ja dann auch viel einfacher, auf eine Kultur, die uns fremd ist, zu sagen, was machen die denn da Komisches, ich verstehe das nicht. Und deswegen sage ich, müssen wir auch auf unsere eigene Kultur schauen. In unserer eigenen Kultur ist MGMC wahnsinnig verbreitet. Also wenn Sie irgendwo mal in einer Runde sitzen mit Männern und Frauen und Sie bringen das Thema auf den Tisch,
Ich wette, in jeder Runde wird irgendein Mann sagen, ja, ich bin auch medizinisch beschnitten. Ja? Und das heißt, das ist etwas, das haben wir in unserer Kultur alltäglich und deswegen sprechen wir nicht darüber, beziehungsweise wir nehmen es nicht wahr als MGMC. Wir sehen es nicht wahr als etwas, das auch Kindern angetan wird und was man eigentlich nicht machen sollte. Und das sage ich jetzt, weil ich das so wichtig finde, dass wir aufhören, nicht immer nur mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern uns mal selber einen Spiegel vorzuhalten. So, das jetzt als Einleitung, warum das uns alle auch was angeht. Und jetzt komme ich zu dir, Mo. Du bist jetzt heute da, um über Vorhaut Restoring zu sprechen. Und ich finde es jetzt besonders schön, ich bin Geisteswissenschaftlerin und wir fangen immer gern bei den alten Griechen an. Also bereits in der Antike wurde Vorhaut restored. Und zwar war das bei Wettkämpfen bei den Griechen, wenn da jüdische Männer mitgemacht haben. Die wollten dann, dass sie nicht als solche oder als andersartig identifiziert werden. Und bei den Griechen wurde Sport in aller Regel nackt gemacht. Also musste man so versuchen auszusehen wie alle anderen. Und im Altertum wurde bei der Beschneidung noch nicht so viel weggeschnitten wie heute üblicherweise auch in Deutschland. Und dann war es wohl möglich, die Vorhaut, die restlich, die noch da war, wieder vorne über die Eichel zu ziehen und sie durch Dehnen so weit zu bringen, dass sie wieder ein Stück gewachsen ist. Und dann sah das offensichtlich so aus, dass man da täuschend echt mitmachen konnte und nicht mehr aufgefallen ist. Und das Ende vom Lied war, das hat so strengen Rabbinern nicht gefallen und deswegen haben sie eine radikalere Art der Beschneidung eingeführt, damit man das eben nicht mehr machen kann. Und das finde ich besonders interessant, weil wenn man dann immer sagt, das sind ja uralte Bräuche und das ist seit so und so viel tausend Jahren so, müsste man sagen, nee, vor so und so viel tausend Jahren war das eigentlich noch anders. Also auch das ist eine Praxis, die sich verändert hat. Gut, das hat man im Altertum bei den alten Griechen gemacht. Heute macht man das immer noch, aber ein bisschen anders. Und weltweit ist etwa jeder dritte Mann davon betroffen, also wächst ohne Vorhaut auf oder lebt ohne sie. Und das bedeutet, dass es sicherlich auch viele Männer gibt, die sich mit diesem Thema beschäftigen oder die das interessieren könnte. So, Mo, und jetzt möchte ich dich fragen, was hat der Mann von heute für Möglichkeiten? Ja, also ich bin erstmal froh, dass ich hier sein darf. Ich bin, um es kurz zu fassen, die Vorhaut selber ist tatsächlich wesentlich erogener als die Eichel selber. Sie soll 20.000 Nervenenden haben. Im inneren Vorhautblatt gibt es dann meißnerische Tastkörperchen und je nach Stil wird sozusagen sehr viel davon entfernt. Als Vergleich, Eichel selber soll 4.000 Nervenenden haben. Die Wiederherstellung selber, die kann natürlich dieses erogene Gewebe nicht wieder herzaubern. Also es gibt eben nicht die Möglichkeit, diese Vorhaut wiederzukriegen. Man hat aber die Möglichkeit, die übrig gebliebene Schafthaut durch Dehnung zum Wachsen anzuregen. Und genauso wie die Bauchdecke eines Mannes, der zunimmt, nicht aufreißt, sondern wächst, ist es eben auch so, dass bei der Wiederherstellung Haut zum Wachsen angeregt wird. Ja, und es gibt zum Beispiel auch in der Medizin, in der plastischen Chirurgie die sogenannte Gewebeexpansion, da verwendet man das auch. Und dann gibt es ja noch die Tunnel, diese Ohrringe sozusagen. Da ist es so, dass ja auch Spannung auf das Ohrläppchen produziert wird und das regt die Haut zum Wachsen an. Ja, so viel erstmal zu der Praktik. Die Produkte, die es auf dem Markt gibt, das sind mechanische Produkte, also das ist jetzt nichts Operatives. Man ist in der Lage sozusagen mit Hilfe dieser mechanischen Produkte die Haut zu fixieren und auf Spannung zu bringen. Und man verwendet sie so lange wie es geht, bis sie Schmerzen hervorrufen. Wenn sie Schmerzen hervorrufen, hört man auf und pausiert. Das ist sozusagen oberste Regel, A und O, es darf nicht schmerzen. Wenn man sich jetzt einmal auch vor Augen führt, dass die Vorhaut selber ja ein Doppelhautlappen ist und wird einem schnell bewusst, dass es eine sehr große Hautfläche ist, ungefähr so viel wie eine Handinnenfläche. Und das dauert natürlich eine gewisse Zeit, bis man das wiederhergestellt hat. Also durchschnittlich zwischen... Ja, wollte ich nämlich gerade fragen, wie lange muss ich das machen? Genau, also durchschnittlich zwischen 2 und 5 Jahren.
das hängt von sehr vielen Faktoren ab. Ich vergleiche das gerne auch mit Krafttraining. Also wenn man jetzt eine Analogie zu einem Tunnel setzt, zu einem O-Ring-Tunnel. Ein Tunnel in Größe von 10 mm ist in der Lage, sich vollständig zurückzubilden, wenn man den dann wieder rausnimmt. Das heißt, dass sozusagen ein gewisser Bereich reversibel auch ist. Und alles, was über 10 mm gedehnt wird, ruft bleibende Veränderungen hervor. In anderen Worten, wenn man jetzt mit der Wiederherstellung, mit der Dehnung anfängt, ein paar Wochen später wieder pausiert, dann geht es ja wieder zurück in Anführungsstrichen und dann wieder weitermacht, kommt man eben nicht weiter. Also das heißt, ähnlich wie beim Krafttraining, man muss einfach konsequent da dranbleiben, regelmäßig da dranbleiben und das nach Möglichkeit jeden Tag machen. Und das ist auch tatsächlich die Herausforderung an der Sache. Man muss schon seinen Tag auch danach umstrukturieren. Also es ist so, dass wenn es dann schmerzt, muss man die Geräte abnehmen. Man legt eine Pause ein und nach einer gewissen Pause muss man sich auch wieder daran erinnern, weiterzumachen, muss dann auf Toilette gehen, muss die Produkte wieder anwenden und das sozusagen über den ganzen Tag verteilt und das über mehrere Jahre sozusagen. Also alleine, dass Männer bereit sind, jahrelang zu dehnen, zeigt auch sozusagen den Leidensdruck dahinter. Und ich finde es aber trotzdem schön und gut, dass es die Möglichkeit der Wiederherstellung gibt. Denn durch die Beschneidung ist es so, dass ja die Eichel der Reibung der Kleidung ausgesetzt ist. Und die Eichel kreatinisiert, also verhornt, kann man sagen. Von ungefähr 2 bis 3 Hautschichten auf 10 bis 15 Hautschichten. Und bei der Wiederherstellung ist es so, dass ja die Eichel währenddessen bedeckt ist. Das heißt, die Verhornung bildet sich stückweit zurück. Und wenn man fertig wiederhergestellt hat, kann man sozusagen von der Hautdicke den Zustand eines intakten Mannes wieder erreichen. Und das führt zu einer Resensibilisierung. Man kann sich das so vorstellen wie Muskeln in einem Gips. Ich meine, wenn man seine Muskeln nicht mehr benutzt, dann werden sie abgebaut. Und genauso ist es eben auch mit der Verhornung. Die wird dann auch wieder abgebaut und man fängt tatsächlich dann an, wieder mehr zu fühlen. Ja. Und kurze Zwischenfrage, und Aussehen tut es dann auch so, also könnte man dann bei griechischen Wettkämpfen wieder mitmachen? Oder in der Sauna nicht auffallen, oder? Also dem Original kommt es natürlich nicht ganz nahe, weil das Original an der Spitze etwas verjüngt und eine wiederhergestellte Haut etwas zylindrischer verläuft. Aber es fällt wesentlich weniger auf, als wenn man natürlich beschnitten wäre. Ja, und jetzt noch die Frage, für wen ist Restoring jetzt eine Option? Wenn wir jetzt sagen, jeder dritte Mann weltweit, da gibt es ja auch unterschiedliche Formen, wie die MGMC verlaufen ist. Gibt es da Fälle, wo man da nichts mehr machen kann? Also ich kann mir vorstellen, man braucht schon ein bisschen Haut, um da überhaupt was fixieren zu können. Ja, also man braucht schon eine gewisse Menge an Haut, um sozusagen die Produkte fixieren zu können. Das wird gemessen unter dem Begriff Coverage Index. Der Coverage Index 1 bezeichnet den Zustand straff im schlaffen Zustand und Coverage Index 10 ist eine Vorhaut plus Überhang. Und wenn man jetzt mit einem CI1 anfängt und wirklich sehr wenig bis keine Hautreserven hat, kann man aber trotzdem mit der Wiederherstellung anfangen, indem man mit Tapes anfängt. Also es gibt dann sozusagen Bastelanleitung, sage ich jetzt einfach mal, und womit man mit Tapes die Haut sozusagen über einen Hosenträger spannen kann und kann dann sozusagen die ersten Monate damit anfangen, bis man dann etwas Hautreserven hat und kann dann umsteigen auf die Wiederherstellungsprodukte, die ja natürlich dann den Vorteil haben, dass man da jetzt nichts dran kleben hat und dass man sie auch wieder abnehmen kann und das in der Installation besser ist, schneller ist. Dann dauert es insgesamt noch länger.
Wow. Ja, vielen Dank erstmal für diesen Einblick. Und jetzt würde ich gerne noch, weil ich das einfach, ich darf es ja verraten, du baust selbst Geräte. Deswegen weißt du auch so gut darüber Bescheid und hast jetzt auch ein eigenes Unternehmen gegründet oder wirst mit Geräten auf den Markt gehen. Würdest du uns verraten, was an deinen Geräten besser ist als an allem, was es bisher gibt? Ja, sehr gerne. Also es gibt grundsätzlich 3 verschiedene Wiederherstellungsmethoden. Die eine Methode ist, man fixiert die Haut an der Glocke und zieht die gesamte Glocke. Das ist die sogenannte Zugmethode. Die andere Möglichkeit ist, man fixiert die Haut an der Glocke und pumpt Luft zwischen Eichel und sozusagen der Glocke. Das ist die sogenannte Luftmethode. Dann gibt es darüber hinaus die Doppelzugmethode. Da hat man direkt unter der Glocke eine Platte, die dann auf die Eichel drückt und sozusagen so eine Spannung hervorruft. Das ist die Doppelzugmethode. Und in der Regel ist es so, dass bei den Produkten, die es aktuell auf den Markt gibt, dass jede Variante sein eigenes Produkt hat. Und als Laie kann man einfach vorher nicht entscheiden, was denn besser zu einem passt, was dann am besten funktioniert, womit man am meisten Erfolge hat. Und sitzt dann quasi ahnungslos da und bestellt ein Produkt nach dem anderen und weiß im Prinzip gar nicht, okay, hilft mir das oder hilft mir das oder hilft mir das. Und alles auf einmal zu bestellen, ist dann oft auch sehr teuer. Und das Produkt, was ich anbiete, damit kann man sozusagen mit allen 3 Methoden, mit A, B und C, wiederherstellen in der Basisversion. Und in der Expert-Version ist es so, dass man auch die Methoden untereinander kombinieren kann. Und das heißt im Umkehrschluss sozusagen, dass es 7 verschiedene Wiederherstellungsmethoden gibt. Wenn man jetzt A, B, C sind jeweils 3, dann A, B, A, C und B, C und A, B, C. Das sind insgesamt 7 verschiedene Methoden, Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben. Und damit hat man eine unglaubliche Vielfalt und kann ausprobieren. Und auch wenn man vielleicht sich am Anfang für das Basismodell entschieden hat, die Produkte sind im Prinzip gleich. Es unterscheidet sich nur im Bauteilinnerem eine Kleinigkeit. Also man hat die Möglichkeit, das Basismodell auch einzuschicken und dann sozusagen upgraden zu lassen zum Expert-Produkt. Also das ist jedenfalls das, was ich jetzt über viele, viele Jahre und Versuche entwickelt habe. Und genau, ich möchte mit dem Verkauf gegen Oktober ungefähr starten. Gut. Ja, das waren jetzt erstmal die Wege der genitalen Selbstbestimmung, die ich vorgestellt habe. Mo jetzt etwas ausführlicher, weil die Operation hatten wir ja schon im Film sehr ausführlich dargestellt. Und bevor ich jetzt noch Fragen im Publikum annehme, hätte ich noch eine Frage für euch alle. Question to all here on stage, to everybody. Was wir jetzt eben gesehen haben, sind teils lange, beschwerliche Wege, wie man so wieder zurück zur genitalen Selbstbestimmung kommt oder was man machen kann. Und das eigentliche Ziel wäre ja, dass niemand mehr überhaupt ein Kind mit MGMC oder FGMC ihm das antut. Also dass wir praktisch die Kinder so aufwachsen lassen, wie sie sind. Und dass jeder das selbst entscheiden könnte, dass wir das dann eigentlich nicht mehr bräuchten. Und jetzt wäre meine Frage, was glaubt ihr jetzt nach all eurer Erfahrung, was muss dafür getan werden? So what do you think is needed to achieve this goal that no child will be harmed? And is a day like this, the WW Doga, would this be a suitable initiative for this, or do you have any other ideas? For the African society, the biggest challenge we still have is that we are still not ready to address this issue because of the taboo not to talk about it. I think we should definitely, like a day of this day, it should be well known. We should make use of the social media, for example, and do some lobbying and just make awareness, because in my community, not so many people are even aware that such an organization exists, and it's very, very important. So I would say that can be a starting point.
finding ways to address this situation finally, and then finding the steps ahead. It's very good that you say something about social media, because I'm running the social media account www.doga 7th May. I've been doing this for 2 months, and we have about 90 followers. That's not much. Oh. So we like example, we have a group here in Deutschland called Kenyan Women in Germany, and we are thousands, over 2,000 members. Okay. We also have another one called African Women in Deutschland, and we have so many members where that could be one of the platforms where we can actually introduce and make awareness. Oh, okay. So perhaps you can exchange the. Definitely, I would love to Perfect. do that. Perfect. Thank you. Okay. Good. So, yeah. Yeah. Next step. Yeah. Gut. Und wer von euch, ja, dann Modo hast gerade so lang gesprochen, Lilith, um die Frage zu beantworten. Was gibt es noch was können wir noch tun? Also Aufklärung. Aufklärungsarbeit ist sehr, sehr wichtig. Und Menschenrechte sind über irgendwelche Tradition, Religion oder Gebräuche und Sitten. Und man muss das denken, dass man nimmt keine Religion, Freiheit weg oder Tradition, Freiheit weg von Menschen, wenn man die Kinder, die für sich nicht oder sich nicht wehren können, einfach schützt. Also ein kleines Wesen, das für sich nicht was machen kann, der Staat hat eine große, wirklich sehr große Pflicht, zu sagen, mit dem passiert nichts Falsches. Also, das muss man tun. Also Politik muss. Politik, ja, und wir haben hier, ich verstehe das nicht, Deutschland hat ein sehr schöner Grundgesetz, körperliche Unversehrtheit der Kinder. Warum wird das nicht umgesetzt? Warum nicht? Warum kommt religiöse oder traditionelle Freiheit über ein menschliches Körper? Das verstehe ich gar nicht. Ich habe das nie verstanden. Auch diese 2012-Geschichte kenne ich auch persönlich. Damals wurde es gesagt, nee. Dann hier die religiösen Minderheiten, die können ihre Religion nicht mehr ausüben. Ja bitte, ausübt ihr Religion in eurer religiösen Tempel, was auch immer ihr das nennt, und nicht an Körper der Kinder. Ja, ich war damals auch entsetzt 2012, weil wir haben ja, also ich bin auch bei Terre de Femmes und koordiniere dort eine Arbeitsgruppe, und wir haben auch bei Terre de Femmes immer sehr darauf hingewirkt, dass die FGMC in Deutschland verboten wird, und das war so ich habe gar nicht verstanden, warum das eigentlich immer so lange dauert. Und dann wurde über Jungs gesprochen, und dann habe ich gedacht, wunderbar, jetzt wird endlich alles verboten. Und dann stattdessen wurde es dann erlaubt. Also Ja. Da habe ich dann auch ein bisschen meinen Glauben in die Menschenrechte verloren, muss ich sagen. Also was Politik alles kann. Das heißt, wir müssen die Politiker eigentlich wieder packen. Natürlich. Und die müssen zurück, und die müssen jetzt endlich mal darüber sprechen, also richtig. Ja. Ja, und nicht hinwegschauen Ja. und nicht das tun, also ich weiß nicht, wie werde ich wahrgenommen als schwarze Frau, als braune Frau, als was auch immer, Transfrau, ist mir egal. Aber ich sehe das so sehr, dass hier die Politik sagt, ach, die machen alles unter sich. Lass die das machen, die sind sowieso eine Minderheit, und wir haben unsere Wähler hier. Also wir reden nicht darüber. Ja. Und Wir mischen euch nicht mit eurer Gelegenheit nicht ein. Das werden wir nicht tun. Ihr habt die religiöse Freiheit, ihr habt diese Freiheit, Ja. das Freiheit. Tut mit ihren Kindern, was ihr wollt. Und der Staat guckt zu. Genau, und das war auch genau das Thema bei FGMC die ganze Zeit. So they said you cannot tell the African communities what they can do with their kids, and you cannot go in there and say something against it because it's their culture, and you have not the right to interrupt them and something like that. And das haben wir alles überwunden. Also wir
wir haben dann gesagt, nein, wir müssen da hinschauen, wir haben auch die Pflicht. Und das ist das, was ich vorhin sagen wollte. Also we have to look at our own culture. What are we doing to the boys? It's normal here, but it's not okay. Und was wir bei FGMC schon geschafft haben, we did this great step to ban it in Germany. Just to Yes. add, the question is, I asked myself, or if you ask us as Africans, we say culture, but why? Where is it? How does it help us? Where is it coming from? Who came up with this? Like, why do we cut? We just say cultural. Like, is that enough? Like, give me reasons. You know, I grew up just knowing that my grandmother did it, my mom did it. So no one is questioning why. What are the benefits? Why are we doing this? We just say, it's traditional. It's my culture. Yes. And I think what you are able to question your own culture, and we have to be able to do the same with our, right? Yes. Also wir Der müssen, Staat hat Pflicht. der Staat müsste das und das. Thank you very much to say this, because also ich sehe das einfach, wenn Menschen ihre eigene Kultur in Frage stellen können, sage ich immer, dann können wir das doch auch. Also ja. Und das werde nicht rassistisch sein, bitte. Das Ja. ist ein Appell an die weiße Mehrheit Gesellschaft. Das ist nicht rassistisch. Ihr tut nicht rassistisch, wenn ihr sagt, bitte die Hände weg von Kindern. Also, würdet ihr, wenn irgendwo das erlaubt wird, irgendwo in einer Kultur, ja, wir können auch Pädophilie ausüben und machen die Kinder, ja, weiß ich nicht, was Ja. auch immer, und Ja. dann ist es alles erlaubt im Namen der Kultur. So sollte es nicht sein. Der Staat ist heilig in Deutschland und nicht irgendwelche Kultur. Auch die Kultur, die hier ist, dass unsere Jungen werden hier verstümmelt, die werden hier beschnitten und manchmal so krass beschnitten, dass die leiden ein ganzes Leben lang unter diesen Schmerzen. Warum? Warum erlauben wir das? Also was können wir tun? Wir können aufklären, versuchen an die Aufklärungsarbeit. Politik heranzutreten. Sehr und, viel Aufklärungsarbeit. Ich würde sagen Seminare, Workshops, was auch immer. Wir haben auch Mo hier. Mo kann so viel auch erklären. Also wir können Literatur geben und wir müssen auch die Ärzte, die Krankenschwester, die in Krankenhäusern arbeiten. Nein, es ist nicht Wille der Eltern, dass die Kinder werden beschnitten. Intergeschlechtliche Kinder wurden auch bis letztes Jahr verstümmelt. Jawohl, genau. Also, das haben wir jetzt auch irgendwie verboten. Warum nicht für männliche Kinder? Wir sind ja inzwischen, es wird ja jetzt auch viel diskutiert über das Thema Geschlecht. Ja? Was ist Geschlecht eigentlich? Was ist ein Mann? Was ist eine Frau? Und wenn wir da jetzt quasi aufmachen und nicht mehr in Schubladen denken, dann können wir auch bei MGMC und FGMC auch nicht mehr in Schubladen denken. Weil dann Müssen wissen wir wir, nicht. wir sehen ja gar nicht genau. Du weißt ja dann gar nicht, der Arzt hat jetzt praktisch gesagt, das ist ein Junge. Aber vielleicht ist es ja gar keiner. Ja, Und wie was bei ist mir. Wie bei dir. Und was war es denn dann? War es dann MGMC? War es dann FGMC? Müssen wir dieses Gespräch überhaupt führen oder können wir einfach sagen, wir machen das nicht mehr? Wir machen das wär's nicht mehr. eben. Einfach. Das wäre das Einfachste. Genau. Ja. Ja, gut, dann auf jeden Fall, ja, du kannst auch gleich noch was. Und mir fiel nämlich noch ein, wenn deine Produkte auf den Markt kommen, dann müssen wir das when most products come on the market, we have to spread it everywhere, in every social media, so that everybody knows. Ja, das machen wir. Machen wir. Gut, was sind sonst deine Ideen noch, Mo, was wir noch tun können? Also meiner Auffassung nach ist zwar ein Verbot ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber ich denke, keine endgültige Lösung. Es würde dann immer noch genug Eltern geben, die ihre Kinder mit in Urlaub nehmen und die ganze Prozedur im Ausland machen lassen. Und der einzige Weg, den ich sehe, um die Rate zu verringern, ist, wenn die Menschen von sich selbst heraus das in Frage stellen und von sich selbst heraus sich dagegen entscheiden. Und das ist im Übrigen auch das wesentliche Ziel, was ich verfolge. Jeder Mann, der wiederherstellt, fühlt am eigenen Körper wieder mehr und hinterfragt damit automatisch,
was es heißt, wieder mehr zu fühlen und hinterfragt, was er denn eigentlich alles verloren hat. Und ich bin der Überzeugung, dass ein Mann, der sich zu einer Wiederherstellung entscheidet, logischerweise diese Entscheidung nicht seinem Kind aufzwingen würde, sondern sein Kind selbst entscheiden lassen würde. Und ich habe die Hoffnung, die meisten Menschen, beschnittenen Männer, wissen noch nicht mal, dass es eine Wiederherstellungsmöglichkeit gibt. Und viele davon beschäftigen sich auch gar nicht mit den negativen Folgen einer Beschneidung. Ich habe die Hoffnung, dass wenn man aufklärt und dass, wenn die Männer überhaupt darüber erfahren, dass sie sich dann mehr damit informieren. Und ich habe die Hoffnung, dass jeder der Personen, die wir herstellen, ihre Kinder in Ruhe lassen. Also ich denke, das ist auch ein Weg daraus. Ja, das ist sehr nachvollziehbar. Man kann nichts besser verstehen, als wenn man es im eigenen Leib erfahren hat. Sehr schön. Mir fiel jetzt gerade ein, weil wir das ja manchmal aus so einem großen politischen Kontext sehen, einfach zu sagen, was muss oder kann die Politik machen oder welche Kurven muss es noch gehen und wo sind wir in 20 Jahren? Das ist die eine Sache, das können wir alles nicht wissen, was passieren wird. Wir können nur alle Kräfte bündeln und versuchen, diesem Ziel so nah wie möglich zu kommen. Und die andere Seite, von der aus man das sehen kann, ist, und wie ich vorhin sagte, ich bin jetzt kein gläubiger Mensch, aber ich finde, in der Bibel stehen manchmal sehr intelligente Sachen. Beispielsweise, wer einen Menschen gerettet hat, der hat die ganze Welt gerettet. Und das sage ich mir dann immer wieder, wenn wir es wieder mal geschafft haben, dass einem Menschen nichts passiert ist, dass wir einen Menschen aufgeklärt haben. Und da müssen wir anfangen. Das ist der Ausgangspunkt. Und genau, mit diesen Worten würde ich jetzt gerne schließen und mich bedanken. Also, erstens beim Pathos Theater, dass wir hier auftreten durften. Dann bei Interaktiv e.V., eine Stimme für genitale Selbstbestimmung, die diesen Abend gesponsert haben. Ich bedanke mich bei der ADA, die die Technik hier übernommen hat. Ich bedanke mich bei allen, die das mit vorbereitet haben aus dem Pathos-Team. Ich bedanke mich bei euch dreien, die auf der Bühne wart. Und bei Martin, der jetzt auch die Taschen bringt, die ich euch als Präsente vorbereitet habe, mit ein bisschen Nervennahrung. Die Taschen vom Worldwide Day, die auch gerne dort hinten noch käuflich erworben werden können. Ja. Und ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind, dass Sie diese 3 Stunden durchgehalten haben, obwohl das vielleicht nicht an jeder Stelle ein einfacher Abend war. Und entlasse Sie einfach mit der Bitte, diese Botschaft weiterzugeben. Nehmen Sie Infomaterial mit, sprechen Sie mit den Menschen und erzählen Sie ihnen, dass es bei uns auch manchmal sehr positiv zugehen kann. Vielen Dank.